Hier haben wir 3 verschiedene Bürostühle. Und nicht nur die Farben sind unterschiedlich, sondern auch noch vieles andere. Was dir sicher gleich ins Auge springt, ist die Nackenstütze. Sie wird oft auch als Kopfstütze bezeichnet. Die ist vor allem für große Menschen interessant. Sie ist quasi eine Verlängerung der Rückenlehne und gibt wie die Lordosenstütze Halt. Wenn du dich nach hinten lehnst, hilft dir die Nackenstütze beim Entspannen. Und das ist natürlich auch für nicht große Menschen interessant. Jetzt schau dir mal die Armlehnen an. Du kannst sie in der Höhe einstellen, in der Breite und vor und zurück schieben. Zu guter Letzt kannst du sie noch seitlich rotieren lassen. Das sind insgesamt 4 Einstellungsmöglichkeiten, daher heißen sie auch 4D-Armlehnen. Es gibt auch 3D-Armlehnen, diese haben dann entsprechend 3 unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Jetzt will ich dich auf etwas aufmerksam machen, das im Sitz versteckt ist. Den kannst du nämlich individuell auf deine Oberschenkellänge einstellen. Das Prinzip nennt sich Sitztiefenverstellung. Du kannst den Sitz also nach vorne und nach hinten verschieben und ihn so auf dich anpassen. Eine Sitztiefenverstellung ist also vor allem für Leute interessant, die besonders lange oder besonders kurze Beine haben und daher herkömmliche Sitze als unangenehm empfinden. Doch woher weißt denn du jetzt, ob die Sitztiefenverstellung richtig auf dich eingestellt ist? Das ist ganz einfach. Eine Handbreit sollte zwischen der Sitzkante und deiner Kniekehle passen. Ist der Platz geringer, kann dein Bein sich nicht richtig durchbluten. Und so entsteht das Gefühl, als wäre dein Bein eingeschlafen. Das ist ziemlich unangenehm. Ist der Abstand allerdings zu groß, dann kannst du deine Oberschenkel nicht richtig ablegen und entspannen. Der Sitz hat auch noch eine Sitzneigeverstellung. Du kannst den Sitz also leicht nach vorne neigen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sollte man das tun? Das sieht total unbequem aus. Die Erklärung liefert dir dein Körperbau. Dein Becken ist natürlicherweise leicht rückwärtig verlagert. Und ist nun die Sitzfläche etwas geneigt, wird dein Becken in seine natürliche Position gebracht. So werden Fehlhaltungen ausgeglichen, vor allem dann, wenn du sonst immer leicht nach vorne gebeugt sitzt. Kommen wir nur zum Kernelement des Stuhls. Der 3D-Mechanik kombiniert mit einer Synchronmechanik. Im Unterschied zu der Wippmechanik und einer einfachen Synchronmechanik passt sich dieser Stuhl jeder deiner Bewegungen an. Je nachdem, in welche Richtung du dich lehnst, der Sitz und die Rückenlehne folgen dir. Vergleichbar ist das Prinzip mit einem Gymnastikball, auf den du dich setzt. Durch die dreidimensionale Bewegung wird eine einseitige Sitzhaltung verhindert. Du aktivierst automatisch deine Muskeln und dadurch bleibt dein ganzer Stütz- und Bewegungsapparat flexibel. Gleichzeitig hast du aber auch die Vorteile, die eine Synchronmechanik mitbringt. Du ahnst es bereits. Die 3D-Mechanik ist optimal für dich geeignet, wenn du zum einen lange sitzt und zum anderen einen ergonomisch angepassten Bürostuhl brauchst. Darüber hinaus gibt es bei vielen Stühlen mit dieser Mechanik die Möglichkeit, diese auszuschalten. So kannst du deinem Rücken auch mal eine Pause gönnen. Übrigens, verschiedene Hersteller haben unterschiedliche Bezeichnungen für die 3D-Mechanik. Ergo Balance, Dondola Sitzgelenk oder Synchro 3D Balance, um nur einige zu nennen. Das liegt daran, dass die Techniken sich im Detail voneinander unterscheiden. Wow, okay, das war viel Input. Ich fasse es am besten nochmal zusammen. Dieser Stuhl hat eine Nacken- bzw. eine Kopfstütze. Er hat 4D-Armlehnen, eine Sitztiefenverstellung, er hat eine 3D-Mechanik und somit automatisch eine Synchronmechanik. Und er hat eine Körpergewichtseinstellung. Darüber hinaus lässt sich auch bei diesem Stuhl die Höhe der Rückenlehne einstellen. Dieser Stuhl ist aus ergonomischer Sicht optimal, aber das macht ihn auch zu einem preisintensiven Stuhl. Dadurch, dass du ihn komplett auf dich einstellen kannst und er dein aktives Sitzen fördert, unterstützt er dich, wenn du schon gesundheitliche Probleme mitbringst. Oder wenn du gezwungen bist, mehr als 8 Stunden am Tag zu sitzen und du auf deine Gesundheit achten möchtest.